Heute machen wir einen Ölwechsel am VW T6 und das Ganze innerhalb von 10 Minuten. Let's go! Ich habe mich diesmal für Filter von Bosch entschieden. Wir wechseln Innenraumfilter, Luftfilter und natürlich Ölfilter. Und dazu natürlich das passende Öl von Manol in 5W30 in Long Life. Und das Ganze hat natürlich die Spezifikation 507 speziell für VW. Und natürlich kommt der wichtigste Tipp zum Schluss, also bleibt dran. So, bevor ihr Motoröl ablasst, zieht einfach mal kurz hier den Ölmessstab raus und öffnet euren Öleinlass ein bisschen, dann kann das Öl leichter abfließen. So, wichtig, dass wir jetzt das Motoröl ablassen, während es noch schön warm ist, damit wir möglichst viel rausbekommen. So, während das Öl jetzt hier schön abläuft, können wir währenddessen jetzt hier den Ölfilter ausschrauben. Da habt ihr unten so eine kleine Ablassschraube, da könnt ihr das Öl schon ablassen aus dem Filter, wenn ihr möchtet. Das heißt, da habt ihr ein bisschen weniger Sauerei. Oder ihr geht einfach gleich auf den großen und schraubt den ganzen Ölfilter raus. So, das heißt, wenn man Zeit hat, dann können wir auch diese kleine Schraube hier zuerst öffnen. So, und jetzt mit der 32er Nuss einfach den großen Filter öffnen. Dann reinigen wir das einmal und machen einen neuen Filter rein. Dann machen wir erstmal hier den alten Filter raus, der ist einfach hier gesteckt. Dann habt ihr hier natürlich eine Dichtung, die muss einmal neu. Wenn ihr den hier rausschraubt, den kleinen hier unten, dann macht ihr die Dichtung hier auch am besten neu. Das kommt immer mit dazu, wenn ihr euch einen neuen Filter kauft. Ich bin jetzt diesmal hier bei Bosch geblieben. Manche schwören auf Mann-Filter. Ich finde die Bosch gar nicht schlecht. So, und jetzt habt ihr hier unten noch zwei Dichtungen. Die eine ist hier die große natürlich und die andere ist für den kleinen. Dann machen wir erstmal die kleine. So, und jetzt scheiden sich die Geister, altes oder neues Öl, an die Dichtungen ranmachen. Ich bin immer für neues Öl. Schmiert den einfach ein bisschen ein. Nehmt euch hier aus der Packung ein bisschen Öl raus aus der neuen. Und dann macht ihr den drauf. So, beiseite. Und jetzt tun wir mal hier noch den kurz voll putzen. Die neue Dichtung auch mit ein bisschen neuem Öl versehen. Und dann wieder auf die dafür vorgesehene Rille machen. Und dann noch den neuen Filter reinmachen. So. Und dann können wir den hier auch schon wieder reinschrauben. Könnt ihr aber auch erst unten machen. Wichtig ist, dass ihr nicht vergesst festzuziehen. Das Coole ist, bei den meisten Ölfiltergehäusen steht inzwischen auch das Drehmoment drauf. Hier zum Beispiel Schlüsselweite 13, das ist der kleine, der braucht 5 Newtonmeter. Und dann Schlüsselweite 32, also der große, der komplette Filter, braucht 25 Newtonmeter. Dann einmal eine neue Schraube oder nur eine neue Dichtung, wenn ihr wirklich Low Budget gehen wollt. Das hier ist eine M14, das heißt, sie bekommt 30 Newtonmeter. Wenn wir jetzt unten fertig sind, geht es daran, neues Öl einzufüllen. Ich habe mich hier für das Manol entschieden. Ich finde, das ist preis-leistungstechnisch natürlich top. Ihr könnt aber auch Castrol verwenden oder so. Wichtig ist einfach nur, dass es ein Long-Life-Öl ist, in meinem Fall jetzt, und ein VW 50700 approved. Und das mit der Füllmenge ist tatsächlich gar nicht so einfach beim VW T6. Die meisten 2 Liter TDI-Motoren benötigen 6,4 oder 7,4 Liter. Ich habe einen CX-FA-Motor aus 2019 und der benötigt 6,4 Liter. Wenn ihr es nicht genau wisst, dann tastet euch einfach ran und kontrolliert regelmäßig. Und dann schauen wir mal, wo wir sind. Ja, wir sind jetzt kurz vor Maximum. Geht gerade noch, aber es ist fast ein Tick zu viel. Deswegen, ich empfehle euch, füllt am Anfang nicht zu viel Motoröl ein. Dann tauschen wir jetzt einmal noch kurz den Luftfilter. Dafür machen wir einmal die hier auf ein bisschen, damit wir hier leichter hinkommen.
So, jetzt hat es da unten so eine Klammer. Einmal vorne und einmal hinten und die öffnen. Dafür machen wir den Hebel hier einfach auf. Zack. Hinten auch einmal. So. Und jetzt kann der hier raus. Dann habt ihr hier einmal euren Luftfilter. Der sieht so aus. Ich glaube, da wird es Zeit für einen neuen. Der ist ziemlich fertig, wie ihr seht. Hat jetzt aber auch über 100.000 Kilometer gehalten. Und der kommt laut VW nur alle 120.000 Kilometer neu oder alle 4 Jahre. Macht auch hier mal sauber. Tut mit dem Staubsauger einmal durchgehen. Dann ist es besser für den neuen Filter. Dann könnt ihr auch noch hier diesen Einsatz rausnehmen. Einfach mit dem Schraubenzieher hier an den Seiten jeweils und ein bisschen hoch. Und dann könnt ihr noch mehr sauber machen. Dann kommt da wieder der gute Bosch Luftfilter rein. Und zwar richtig rum. Top, so schnell ist der Luftfilter gewechselt. Jetzt machen wir den Innenraumfilter. So, ab dem T6 ist das ziemlich easy. Müsst ihr einfach nur diese Verkleidung abmachen. Und jetzt habt ihr hier hinten den Luftfilter. Dann habt ihr hier eine 5,5 mm Schraube, die einfach öffnen. So, und jetzt könnt ihr schon die Abdeckung hier runter machen und ein bisschen schon zur Seite. So. Und ihr könnt euren Filter raus friemeln. Merkt euch, Airflow von rechts nach links. Das braucht ihr gleich wieder beim Reinmachen. Und wie ihr seht, der ist auch schon ganz schön voll und dreckig. Den machen wir jetzt auch neu. So, wichtig ist jetzt noch, dass die Pfeile für den Luftfluss von rechts nach links gehen und dass ihr den Luftfilter quer einbaut. Das heißt, die lange Seite muss unten sein. Ihr könnt hier das Handschuhfach ausbauen. Das sind unten 3 Schrauben und oben nochmal 4. Aber das bringt euch tatsächlich nichts. Ihr gewinnt dadurch keinen Platzgewinn. Reinfummeln den Luftfilter. Wie gesagt, schauen, dass er der langen Seite nach unten ist. Ich fummel jetzt noch die Dichtung rein und dann war es das auch schon wieder. Zu so einem Service gehört es natürlich auch dazu, die Verschleißteile zu checken. Schaut euch mal die Bremsen an, schaut, dass genügend Belag vorhanden ist und dass die Scheiben schön glatt sind. Schaut euch eure Flüssigkeitsstände an, hier gerade das Kühlwasser sollte über Minimum sein, passt soweit hier bei mir. Schaut euch die Bremsflüssigkeit an, die wird dieses Mal nicht gewechselt, die wird nur alle 2 Jahre. Und schaut euch den Füllstand von eurem Hydrauliköl von der Lenkung an. Natürlich könnt ihr noch viel mehr checken. Schaut euch zum Beispiel die Profiltiefe von euren Reifen an. Schaut euch an, dass alle Lampen funktionieren. Und füllt gerade im Winter euer Spritzwasser auf. Ihr könnt natürlich auch eure Batterie laden, wenn ihr dafür ein passendes Ladegerät habt. Oder inspiziert euer Auto mal ausführlich von unten. Dann bekommt ihr jetzt zu guter Letzt hier noch sein Anhängerchen. So, wenn ihr die Inspektion zurücksetzen wollt, müsst ihr einmal die Warnblickanlage einschalten. Set gedrückt halten, Zündung anmachen, loslassen und innerhalb von 20 Sekunden hier die linke Taste drücken. Wenn ihr den Ölwechsel nur zurücksetzen wollt, dann lasst ihr einfach die Warnblinkanlage aus. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's auch was gebracht. Natürlich den Ölwechsel in 10 Minuten durchzuführen ist echt sportlich, ich weiß. Und deshalb der wichtigste Tipp zum Schluss. Lasst euch Zeit. Macht alle Schritte sorgfältig, damit auch keine Fehler passieren und dann habt ihr am längsten was von eurem Auto. Mit den Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.